So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der neuen Folge. Wir sind jetzt hier auf der Agritechnica bei Fendt. Wir schlendern jetzt mal so durch und gucken, ob wir jemanden finden, der mit uns über den Fendt-Stand geht und uns ein paar Neuheiten zeigt. So, wir haben jetzt den Simon hier und mit Simon bestreiten wir so einen kleinen Messerundgang. Wir sind hier als erstes quasi hier auf dem Fendt-Stand, ich habe es schon anmoderiert, beim neuen Fendt 600er. Und erzähl mal, was ist denn eigentlich das Besondere so ein bisschen am 600er? Ihr seid da so ein bisschen besonders stolz drauf. Hat auch so ein bisschen einen kleinen Highlight-Platz bekommen. Erzähl mal. Ja, natürlich sind wir stolz auf den und der hat auch den Highlightplatz hier bei den Neuheiten. Denn mit unserem neuen 600er haben wir jetzt den stärksten Vierzylinder, den es so auf dem Markt gibt. Also es gibt keinen Vierzylinder-Traktor, der so viel PS hat wie wir mit unserem neuen 600, nämlich beim Topmodell unserem 620, wie er hier steht, haben wir eine Maximalleistung von 224 PS und das mit unglaublichen 950 Newtonmeter im Maximum. Auch das ist für einen Vierzylinder einzigartig und da sind wir natürlich dann stolz drauf. Aus wie viel Liter Hubraum schöpft ihr den Vierzylinder? 5 Liter. Aus 5 Liter. Genau. Dieser Motor ist der kleine Bruder von dem Core 75, den wir letztes Jahr im neuen 700er vorgestellt haben. Sprich, wir haben auch hier den gleichen Kolben, das gleiche Pleuel drin wie im Sechszylinder vom 700er. Genau. Ihr wollt natürlich hier quasi damit einen kleineren, ich darf immer bei 200 PS nicht klein sagen, einen kleineren, kompakteren Schlepper haben, aber der trotzdem an der Zapfwelle was bringt, richtig? Richtig. Also, genau das wollen wir. Wir wollen wirklich den Allrounder, der nahezu auf jeden Betrieb passt, den man sich so vorstellen kann. Also sowohl der große Ackerbaubetrieb vielleicht als Pflegeschlepper, wie dann auch beim kleineren Betrieb als der Allrounder, vielleicht auch als der Hauptschlepper. Da passt die Maschine perfekt drauf, ist unglaublich wendig, aber ist trotzdem ein richtiges Kraftpaket. Wir haben noch mal mehr Zuladung wie beim alten 700er. Wir haben über 200 PS hinten am Stummel, weil wir eben unsere enorme Effizienz von unserem Zapfwellgetriebe bei Fendt haben. Das heißt, wir haben da über 200 PS hinten am Stummel. Das heißt, der Schlepper, so wie hier steht, man könnte gar nicht meinen, dass ein Vierzylinder ist, weil der geht wirklich wie ein Sechszylinder. okay. Und quasi im Fendt-Standard, ihr bietet natürlich alle eure Ausstattung, die auch ein 1050 vorweisen kann. Außer die Frontzapfwelle, die er quasi nicht vorweisen kann. Aber die bietet ihr auch auf die kleinen Modelle an. Richtig. Das heißt, ihr macht da gar keine Abstriche. Ihr sagt, Fendt One, GPS, Autoturn, glaube ich, heißt es bei euch nicht. Es heißt TI Auto. Wie? TI Auto, genau. Das heißt, ihr bietet alles an und auch von hinten, wenn wir da mal rangucken, von Load Sensing, Isobus, glaube ich, ist heutzutage gar keine Frage mehr. Das ist der absolute Standard. Sehen wir da oben ist die Isobus-Steckdose. Was mir hier zum Beispiel auffällt, ihr macht jetzt eure Anschlüsse hier anders anscheinend optisch. Ist das jetzt ein neues Design, was so ein bisschen umgelegt wird auf andere Modelle oder ist es eher noch so ein bisschen den kleinen vorbehalten? Diese Kupplungen sind sogenannte Flatface-Kupplungen, die haben den großen Vorteil, dass wir komplett leckageölfrei sind. Bedeutet, du siehst hier, ich habe eigentlich kein Öl nach dem Endkuppeln. Ja. Und du siehst auch, das ist schön flach, das heißt sehr einfach zu reinigen. Ich bekomme deutlich weniger Dreck ins System. Und wir haben sogar noch weniger Druckverluste als beim klassischen Kuppelsystem. Aber trotzdem, wir brauchen natürlich nicht drüber reden. Es wird schwierig, das im Markt zu integrieren, weil ich meine, jeder Betrieb hat irgendwo einfach einen Haufen Maschinen rumstehen mit vielen Anschlüssen, wo das klassische System dran ist. Wo es aber absolut Sinn macht, ist hier beim Power Beyond Load Sensing. Weil ich meine, jeder kennt es, wenn man mal einen drucklosen Rücklauf entkoppelt, da kommt jedes Mal echt ein ordentlicher Schluck Öl raus. Und auch hier haben wir mit diesen Flatface-Kupplungen keinerlei Leckageöl mehr. Und mich persönlich ärgert es immer, weil hinten der Trecker dann immer so vollgesifft ist mit Öl. Ja. Hat man da dann einfach nicht mehr. Von daher, also vor allem bei Load Sensing, Power Beyond macht es absolut Sinn. Aber zurück zu den Kupplungen. Wir bieten die Flatface-Kupplungen an für den gleichen Preis wie die Standardkupplungen, aber haben natürlich die Standardkupplungen auch im Programm. Also den 600er gibt es natürlich auch mit den normalen Kupplungen. Okay. Die Kabine vom 700er Modell oder neu entwickelt? Die Kabine ist vom 700er Modell. 2, 3 Kleinigkeiten wurden geändert, aber die größte Änderung erstmal nur für den 600er auch vorbehalten. Wir haben eine VSG-Frontscheibe, bedeutet Verbundglas, wie wir es auch aus dem Automobil kennen. Sprich mehr Schutz gegen Steinschläge, die ganze Scheibe splittert nicht. Und wir haben da eine doppelte Folienschicht vorne dann nochmal drauf und können dadurch den Lautstärkeeintrag in die Kabine nochmal um mehr als 2,5 Dezibel reduzieren, was dann natürlich die Geräuschkulisse in der Kabine enorm verbessert. Und du hast ja gerade vorhin noch mal vom 1000er geredet, was wir hier alles vom 1000er auf den Traktor mit übernommen haben. Da müssen wir uns natürlich noch kurz über Vario Drive unterhalten. Unsere neue Getriebegeneration, die wir ja bereits schon 2015 im 1000er vorgestellt haben. Also wir haben schon etliche Maschinen mit diesem Getriebe draußen. 2019 kam es dann im 900er, letztes Jahr in den 700er. Sprich, wir haben da wirklich schon sehr viele Maschinen in den Märkten draußen.
haben eigentlich keinerlei negatives Feedback bisher bekommen. Und jetzt ist diese Technologie auch in dem Mittelklasse-Segment 150 bis 200 PS drin. Und der große entscheidende Vorteil, neben, dass wir keine Fahrbereiche mehr haben, ist natürlich auch, wir haben einen unabhängigen Allrad zwischen Vorder- und Hinterachse. Bedeutet, wir haben kein Radieren mehr auf dem Boden, wir haben weniger Reifenabrieb, dieses unangenehme Kratzen in der Lenkung, wenn man mit Allrad lenkt, ist natürlich auch weg. Und wir nennen das Pull-and-Turn-Effekt, weil die Vorderachse zieht uns jetzt in die Kurve rein, sprich wir sind unglaublich wendig. Ich glaube, jeder, der schon mal mit dem 9700 vielleicht mal die Chance hatte zu fahren, weiß, wovon ich rede, weil das ist wirklich beeindruckend und da geht der Traktor natürlich dann nochmal eine ganz andere Liga vor. Die Chance hatte ich noch nicht. Gut, den 9900er fahre ich auch quasi. Ich bin im Genuss dieses Getriebes. Und was viele zum Beispiel nicht wissen quasi, oder was alte Fanfahrer jetzt nicht wissen, die auf den neuen Modell sind, es gibt die Fahrstufe 1 und 2 nicht mehr. Richtig. Das heißt, auch Allradknopf gibt es nicht mehr, man fährt nur noch auf dem Acker rauf, macht da seine Tätigkeiten, fährt wieder runter, man hat gar nichts mehr quasi als Fahrer. Und man kann auch nichts mehr falsch machen in dem Sinne. Richtig. Ja, wer kennt das, wer dann mal einen Aushilfsfahrer hat oder so, ja, in die erste Gruppe schalten, aber immer am besten beim Stand und. Na, halt erste Gruppe nicht, also im ersten Fahrbereich. Und das entfällt, das ist eigentlich eine schöne Sache und vom Gefühl her auch sind die zugstärker geworden. Ich weiß nicht, ob es am MRN liegt oder am Getriebe. Deutlich zugstärker als die Generation davor. Es ist mit Sicherheit ein Zusammenspiel aus beiden, weil wer ein bisschen uns verfolgt hat in den letzten Tagen, wir haben ja den DLG Power Mix vorgestellt für den neuen 700er, der in dieser PS-Klasse 250 bis 300 PS absolute Spitzenwerte setzt, was sowohl die Effizienz wie auch die Zugleistung angeht. Und da ist jetzt kein MAN-Motor verbaut, sondern da ist ja der große Core 75 drin, also der große Bruder von dem Motor, der jetzt im 600er drin ist, mit Vario Drive. Also Vario Drive hat da mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass man da sehr hohe Zugkräfte, von daher ich pflichte dir dabei, auch beim 900er haben wir da schon eine höhere einfache Zugkraft, was schon durch Vario Drive kommt. Lass uns da mal weitergehen. Sehr gern. Ein bisschen hier über die ganze Messe schlendern. Und als nächstes haben wir hier einen kleinen 200er, nee, einen 100er. E100, das ist euer Elektromodell, richtig? Richtig, der E100V Vario ist unser Elektromodell, mit dem wir nächstes Jahr in Serie gehen werden. Für den Anfang in ausgewählten Märkten. Wir haben hier eine Maschine mit einem 50 Kilowatt Motor und einer Batterieleistung von 100 Kilowattstunden. Bedeutet, unter Volllast hält der Traktor theoretisch für 2 Stunden, aber diese Traktoren sind natürlich sehr selten im Volllastbereich unterwegs. Bedeutet, wir haben hier mit verschiedenen Kunden gesprochen, uns unterhalten und wir sagen jetzt so bei den durchschnittlichen Arbeiten, die diese Maschine macht, werden wir hier von 4 bis 5 Stunden Arbeitszeit sprechen. Das passt aber auch dann in den Arbeitstag. Weil der Landwirt, der dann da unterwegs ist und vielleicht seine Kulturen spritzt oder pflegt, ist am Vormittag einfach 4 Stunden unterwegs, kommt dann für die Mittagspause nach Hause, lädt in der Zwischenzeit und wir haben da innerhalb von einer Stunde schon die Möglichkeit, um von 20 auf 80% wieder aufzuladen und somit kann der Traktor eigentlich ganz normal in die Flotte integriert werden und in den normalen Arbeitstag. Mit wie viel Strom lädt er quasi, mit wie viel Leistung? Hängt davon ab, wir können theoretisch mit einem Supercharger laden, also bis zu 80 Kilowatt sind möglich. In meinem Standard werden dann irgendwo die 22 Kilowatt sein, die wir da laden können, die Maschine. Okay. Das wirklich Interessante ist, der Traktor ist eigentlich genau gleich wie die äquivalenten Dieselmodelle, sprich von der Bedienung her ändert sich für den Fahrer gar nichts. Wir haben da auch weiterhin unser Vario-Getriebe verbaut, weil der große Vorteil dadurch ist halt einfach, wir brauchen nur einen Elektromotor. Hätten wir das Vario-Getriebe nicht, bräuchten wir allein schon 4 Motoren für jeden Reifen, 2 für die Zapfwellen, einmal in der Front, einmal im Heck und nochmal einen weiteren Motor dann noch für eine Hydraulikpumpe. Und durch das Vario-Getriebe, das wir direkt an den Motor anschließen, haben wir quasi mit einem Motor diese Funktionen alle abgedeckt, weil wir einfach das Vario-Getriebe die Zapfwelle ansteuert, die Fahrbereiche macht und auch die Hydraulikpumpe ansteuert. Jetzt sind wir gerade noch an dem 700er Modell vorbeigegangen, aber das ist noch das alte Face. Ja. Wird der nach wie vor angeboten, auch in der älteren Konfiguration? Selbstverständlich. Oder? Wir haben ja bereits bekannt gegeben, dass die 2 kleinsten Modelle aus dieser Generation 714 und 716, die werden wir mit dem Ende 2024 einstellen. Ja. 718 bis 724 wird aber weiterhin gebaut. Ja. Das sind derart erfolgreiche Traktoren und unsere Kunden sind nach wie vor mehr als zufrieden mit diesen Maschinen, weshalb wir die einfach weiterbauen. Okay. So, jetzt sind wir hier so ein bisschen weiter spaziert. Ihr bietet ja quasi auch den Bereich der Futterbergung inzwischen komplett an. Also ihr seid ja eigentlich Fullliner inzwischen. Das nicht nur eigentlich. Ihr seid Fullliner.
kompletteste Fullliner, den ich so auf dem Markt kenne. Was fehlt allen anderen? Gut, einige haben wieder mit Ladewagen aufgehört. Ladewagen hat der ein oder andere aufgehört. Ja. Und wir haben da wirklich, was das Thema angeht, die ganze Palette der Technik an Bord. Und hier ist jetzt gerade ganz interessant, wo wir hier stehen. Weil hier stehen wir natürlich bei einem unserer Flaggschiffe bei den Traktoren, der neue 728, haben wir schon uns überhalten. Aber vor allem steht auch hier unser neues Slicer 310 FQKC. Ja, das sieht relativ spannend aus. Dann lass uns doch mal einmal hier rumgehen, lass uns das mal angucken. Genau. Hier im Heck haben wir dann dieses Schmetterling-Kombi, die Slicer 69 KCB Pro. Und genau für dieses Mähwerk haben wir jetzt auch eine Silbermedaille von der DEG gewonnen, eine Innovationsmedaille für die Einstellung des Aufbereiterkamms. Ja. Wir haben beim Aufbereiter verschiedene Stellungen, die dann kann man manuell einstellen als Fahrer. Und je nachdem, wie man die einstellt, wird die Intensität der Aufbereitung eingestellt. Und wir haben jetzt hier ein System entwickelt, was automatisch dynamisch während dem Mähen eingestellt wird. Das bedeutet, ich brauche eine Applikationskarte, um meinem Traktor, meinem Mähwerk zu sagen, wie der Aufwuchs in meinem Grünland ist. Und je nach Aufwuchs, ob mehr oder weniger Futter da ist, macht dann dieser Kamm automatisch auf oder wieder zu, einfach um überall eine gleiche Aufbereitungsintensität zu haben. Okay. Was dann natürlich die Futterqualität entscheidend steigt, weil wir haben das große Problem, können viele Landwirte bestätigen, wenn wir unterschiedliches Futter haben und wir bereiten alles im gleichen Maße Genau, auf. wir haben auch für Sandkuppe Heu. Genau. Und in der Senke haben wir noch quietschgrün. Richtig. Genau. Und Das ist so. Ist dann mit dieser Technik nicht mehr und Vergangenheit. Jetzt fragen sich viele, ja, aber wir brauchen ja erst quasi eine Kartierung dafür. Das ist heutzutage kein großes Ding mehr. Wir können ganz einfach über die GPS-Kartierung quasi Satellitenkarten bestimmen, können die tatsächlich auch nur für einen Monat errechnen lassen. Das heißt ja, der erste Schnitt fällt ja manchmal anders aus als der zweite. Und wir können ja tatsächlich quasi dem Programm sagen, alles klar, mach es vom 1. Juni bis Ende Juni. Was ist der Durchschnitt ungefähr des Aufwuchs? Das ist eine Sache ungefähr von 2 Minuten pro Stück. Das ist heutzutage keine große Kunst mehr, das Ganze zu machen. Und ja gut, das Ganze mit Fendt natürlich super einfach, aber funktioniert es denn natürlich auch herstellerübergreifend? Das heißt, ich habe ein Fendt-Mähwerk und ich habe von einem anderen Hersteller einen Schlepper. Natürlich funktioniert das, klar. Beim Fendt ist es einfacher, die Implementierung dann einfach USB-Stick rein oder dann sogar mit unserem Fendt One Offboard kann man sich sogar direkt auf den Schlepper die Applikationskarte legen. Aber natürlich, ich meine, das ist ein ganz normaler Isobus-Standard. Bedeutet auch mit einem Wettbewerbstraktor lege ich mir die Applikationskarte da drauf und mein Mähwerk funktioniert genau gleich. Ja. Und ja, euer 700er Modell, euer neues Modell, der 700er, glaube ich, ist euer meistverkauftestes Modell. Genau, der 6. Generation. Also der jetzt war, nicht jetzt, der ist ja gerade quasi auf dem Markt. Genau, der geht jetzt gerade so richtig in den Markt. Da kommt jetzt das erste Feedback der Kunden, durchweg positiv, muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich, der alte 700er ist wirklich mit die erfolgreichste Baureihe bei uns der letzten Jahre. Der 724 war in den letzten Jahren 8-mal der meistgekaufte Traktor Deutschlands. Also allein das spricht ja schon für sich. Und da haben wir natürlich etliche Maschinen gebaut über die letzten Jahre von den 700er 6. Generation. Man muss auch ganz klar sagen, dieser Traktor, wie er da steht, der ist schon sehr, sehr weit entwickelt. Also haben wir wirklich einen perfekten Traktor, ein filigranes Werkzeug, wie ein Kollege von mir immer sagt. Aber es ist jetzt einfach mit der Technologie, gerade wir haben über das Getriebe gesprochen, Vario Drive beispielsweise. Wir haben im 700er Gen 6 haben einfach noch das ML-Getriebe drin, ein wirklich sehr gutes Getriebe. Aber es sind dann noch die Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel die Fahrbereiche, wo wir schon uns drüber unterhalten haben, oder der manuelle Allrad. Ja, und da gehen wir jetzt einfach den nächsten Schritt, vor allem eben mit Vario Drive. Okay. Der 700er ist auch so ein bisschen, der wird immer angestoßen, glaube ich, für die Innovationen, für die neuen, oder? Der war der erste mit One, oder? Der 700er war der erste mit One, da hast du recht, genau. Das haben wir dann auf der Agritechnica 2019 vorgestellt. Da haben wir es dann peu à peu auf all die anderen Baureihen implementiert. Und in der Zwischenzeit, was die Traktoren angeht, gibt es ja nichts anderes mehr außer Fendt One. Der 800er haben wir jetzt beendet. Letztes Jahr, das war die letzte Maschine, die noch den alten Fahrerarbeitsplatz hatte. Und seitdem haben alle Maschinen, die von unserem Band in Oktober laufen, haben Fendt One. Genau. Jetzt vielleicht eine Frage, die du uns beantworten kannst oder nicht möchtest. Der 800er Fendt ist immer wieder ein Thema, auch bei mir im Stream. Komplett eingestellt und dann sieht man mit mal wieder einen Erlkönig in Social Media. Der 800er ist komplett eingestellt. Komplett, den wird es nie wieder geben. Und da war ein Schmunzeln bei. Sag niemals nie, aber ihn wird es nicht geben. Da war ein Schmunzeln bei, weil ich sag mal,
tonnagetechnisch fehlt ja quasi ein bisschen was dazwischen, oder? Der 900er fängt, glaube ich, mit 11 Tonnen Arbeitslast an. Oder beziehungsweise leer, glaube ich, wiegt der 11 Tonnen. Und der, glaube ich, ist bei 8,5, oder? Ja, geht schon Richtung über die 9. Also über die 9. Wir sind schon bei 9,5 Tonnen, können wir den schon auch ordentlich aufballastieren. Also ja. ich persönlich sehe da kein großes Loch zwischen den beiden Baureihen, weshalb wir, so wie wir unser Portfolio aktuell haben, eigentlich perfekt ist. Ja. Der Cantana, ich glaube, ihr habt da auch ein bisschen was drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob du da quasi der Experte bist. Ich glaube, du bist Schlepperbereich, oder? Ich bin für den Schlepperbereich, kenne mich ein bisschen beim Häcksler trotzdem aus. Zur Not, wenn du noch tiefere Fragen hast, holen wir einen Kollegen von mir noch dazu. So, wir haben jetzt hier einen Cantana 850. Genau. 850 PS wahrscheinlich. 850 PS, der Cantana 850 haben wir letztes Jahr in Wadenbrunn auch vorgestellt. Wir haben hier einen Liebherr-Motor verbaut mit 18 Litern auf 6 Zylinder, der natürlich da ordentlich Hubraum hat und die nötige Standfestigkeit. Da kann viel kommen und der Motor wird da nicht groß aus der Ruhe kommen. Ich meine, der große Vorteil bei uns ist ja, was den Gutfluss angeht, dass wir mit 6 Vorpresswalzen arbeiten und da dann wirklich, wenn das ganze Material an die Häckseltrommel kommt, sehr schön verdichtet ist. Und wir dadurch dann echt auch, was die Häckselqualität angeht, annähernd in jeden Bedingungen, vor allem beim Gras, wirklich eine top Häckselqualität liefern können. Wir haben jetzt auch hier natürlich einen NIR-Sensor drin, wir haben die Vertragserfassung mit drin, wir haben die eine oder andere Befüllautomatik auch drin, dass uns vorne die Klappe am Auswurfkrümmer immer in der Mitte des Wagens bleibt, egal ob ich den Turm nach vorne oder nach hinten sehe. Genau, also Autofill gibt es quasi noch nicht oder Autofill gibt es nicht zu dem jetzigen Moment, kann man einfach sagen. Und andere Hersteller haben auch quasi dieses, ja, dass die Krümmerklappe einfach immer gerade bleibt auf einer Linie. Das heißt, ich brauche nur den Turm drehen und treffe trotzdem immer mittig vom Hänger rein. Das heißt, du hast gerade gesagt, Ertragskartierung, das war vorher ein Manko bei den Cantana-Modellen. Das ist jetzt endlich da quasi. Und der 850 momentan euer einziges Modell, oder? Nee, der den 650er haben wir auch noch im Portfolio, also beide Häcksler, den Cantana 650 wie auch den Cantana 850 sind beide bestellbar und werden beide in unserem Werk in Hohenwilsen gebaut. Ja, okay. Wir schlendern jetzt hier mal so ein bisschen weiter. Den 5er, das ist quasi das Vorgängermodell, aber ich glaube, ihr habt auch einen neuen 5er inzwischen? Nee, das ist mit Facelift? Das ist der 500er, wie er ganz normal gebaut wird. Gliedert sich eigentlich so jetzt direkt unter unserem neuen 600er ein. Ist der bisschen kleinere Vierzylinder, einfach ja, für leichte Arbeiten, Grünlandarbeiten, die perfekte Maschine. Ja. Ja, schlendern wir mal vorbei und gehen mal hier in euer Nachhaltigkeitsforum. Richtig. Und gucken uns das mal einmal kurz an. Jetzt sind wir hier angekommen. Hier steht einmal Fendt Helios dran. Richtig. Und der sieht auch schon ein bisschen anders aus. Wenn man hier sich so ein bisschen ranguckt, der hat hier eine andere Front. Hier, das ist schon komplett anders. Hier ist ein bisschen was anders gebaut. Und erzähl doch mal, was ist ein bisschen anders? Das sieht fast ein bisschen nach Wasserstoff aus, vermutlich. Der Tank da oben drauf wird Wasserstoff sein. Richtig, genau. Also erstmal über das Design und über das Aussehen. Wir reden hier wirklich über einen Prototypen. Wir sind da in einem Modellprojekt gemeinsam mit dem Land Niedersachsen. H2 Agrar bedeutet, das ist so ein Projektbetrieb, der einfach mit Wasserstoff versucht, aus eigener Energie so einen Energiekreislauf zu machen, was einfach ein Stück weit auch in die jetzige Zeit passt. Und wir unterstützen dieses Projekt einfach mit Technik von uns, wo wir natürlich auch dran forschen. Wir wollen hier mit dieser Future Zone einfach nur zeigen, was möglich ist oder was möglich wäre und was in den nächsten Jahren kommen könnte. Und deshalb haben wir hier auch diesen Helios jetzt ausgestellt, der aber natürlich, ich meine, wenn wir uns den mal designtechnisch anschauen, ist er natürlich schon noch ein bisschen spartanisch zusammengebaut und hat jetzt eher nur den, muss natürlich einfach erstmal funktionieren und wenn dann irgendwann das System finde ich persönlich gar nicht, um ehrlich sein, mit spartanisch. Also das sieht irgendwie anders hier aus, Haube, aber das ein oder andere Blech einfach nur dran geschraubt oder auch oben drauf die Tankanbringung etc. Aber ja. Aber du sagst, das ist quasi Prototyp Vorserie. Wie weit? Ist der tatsächlich schon im Feld gefahren? Ja, tatsächlich. Also der Helios ist schon im Feld gefahren bei diesem Modellprojekt mit H2 Agrar in Niedersachsen oben. Und wir, wie gesagt, wir unterstützen dieses Projekt mit unserer Technik. Wir lernen da natürlich auch unglaublich viel. Wir forschen damit. Aber es ist noch keine Aussage zu treffen, wann und ob diese Maschine so mal in Serie kommt. Da sind wir einfach noch dran. Wir wollen, wie gesagt, einfach nur zeigen, was potenziell möglich wäre in der Technik. Weil ich meine,
Wir haben gerade vorher auch den E-Schlepper gezeigt. Ja? Wir reden hier über 50 kW beim kleinen E100 auf 100 Kilowattstunden. Ja? Ich habe ja dir dann schon gesagt, wenn er nicht so im Volllastbereich unterwegs ist, kommen wir 4 Stunden. So, jetzt sind wir hier bei einem 700er oder reden wir direkt mal über den 1000er. Bei dem 1000er haben wir direkt mal 300 Kilowatt. So, der 1000er arbeitet gut und gerne mal 10 Stunden am Tag, auch unter Volllastbedingungen. Sprich, die Rechnung ist relativ einfach im Strom. 300 Kilowatt mal 10 Stunden sind wir bei 3000 Kilowattstunden. Und ich meine, wenn man sich mal die Batterie anschaut, die im E100 drin ist, das ist schon auch ein ordentlicher Block für 100 Kilowattstunden. Ja. Und da bräuchten wir auf einmal 3000, sogar vielleicht noch einen Ticken mehr, um mit einem 1000er normal arbeiten zu können. Das funktioniert einfach nicht. Da ist die Technologie einfach noch nicht so weit, um uns da die Arbeit so allein oder so abschließen zu lassen, wie wir es bisher mit Dieselmotoren kennen. Und deswegen ist natürlich dann hier eine Brennstoffzelle in der PS-Klasse eine Lösung, die vielleicht in der Zukunft funktioniert. Ja. Das ist auch so ein Punkt, der immer ganz oft von euch gefragt wird, warum denn nicht Elektro? Quasi der Energiebedarf ist enorm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Bei Häckslern, Mähdreschern ist es ja noch krasser, quasi die fahren 12, 14 Stunden. Und wir hatten letztens mal im Podcast das Thema, das hat ein Zuschauer bei uns ganz angenehm mal ausgerechnet. Die ganz normale Ladezeit beträgt dann schon über 24 Stunden bei 22 kW. Der hat das intensiv ausgerechnet. Wir sind dann irgendwo bei, glaube ich, 30 Tonnen nur Akkulast gewesen für einen Mähdrescher. Also es ist noch eine Dimension, die man einfach Ja, wir haben es auch mal nicht ausgerechnet, schaffen für einen Tausender, um mit einem Tausender-Äquivalent zu fahren, reden wir über 15 Tonnen Batterie. 15 Tonnen Batterie. Mit der aktuellen Technologie. Und es ist ja nicht so, dass wir den Rest des Traktors dann nicht mehr brauchen. Klar, der Motor fällt weg, aber wir haben trotzdem die Achsen etc. Das heißt, wir bräuchten irgendwo einen extra Anhänger, der nur hinter dem Traktor herfährt, um die Energie zur Verfügung zu stellen. Also utopisch, funktioniert einfach gar nicht. Genau. Ihr habt aber, ich glaube, ist es der oder irgendwo wird euch doch quasi, oder wird synthetischer Diesel gezeigt? Richtig, in dem 900er, den 942 da, wir haben ja jetzt auch mit der Agritechnica bekannt gegeben, dass die MAN und Akku-Power-Motoren HVO-ready sind. Und deswegen haben wir hier auch den 942 stehen, der quasi mit HVO betrieben wird. Im Endeffekt, ich meine, aktuell kann uns keiner sagen, was mal in 10 Jahren ist, ob wir der Diesel noch so an der Tankstelle bekommen. Ich will jetzt auch nicht den schwarzen Peter an die Wand malen. Aber es ist doch dann gut zu wissen, okay, diese Maschine, so wie sie hier steht, ich kann auch einfach. Für euch als Hersteller ist es natürlich eine sehr unsichere Zeit quasi. Ihr wisst ja nicht, also die Verbrennermotoren quasi sind ja irgendwann verboten und ab 2035 sollen sie ja verboten sein. Stand Im jetzt. Automobil. Ach, im Automobil quasi betrifft es nicht LKW, Landwirtschafts-, Industriebranche? Offroad ist davon erstmal noch Ah, okay. nicht Aber trotzdem gibt es ja den Punkt quasi, wo wollen wir uns hin entwickeln? Ich glaube, synthetischer Diesel, alternative Kraftstoffe sind am naheliegendsten irgendwie, weil man muss ja nicht Technik wegwerfen, die man ja schon auf dem Hof hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Historie bei vielen Betrieben sieht, da sind ja nicht die ganze Zeit so eine Schlepper, sondern da sind ja auch 20 Jahre alte Schlepper auf dem Hof, die immer noch ohne Probleme ihren Dienst machen. Ja, und er kann ja nicht, der Landwirt, ständig oder quasi permanent die Maschinen tauschen, nur um die neueste Abgasnorm zu erfüllen, beziehungsweise die neuesten Standards zu erfüllen. Und dann ist es ja naheliegend, wenn man sagt, alles klar, wir haben synthetischen Kraftstoff, das CO2, was da rausgeht, wird vorher quasi synthetisch gefangen und man hat einen Nullkreislauf. Ja. Du hast mich gerade gefragt, dass wir Unsicherheit verspüren. Ich glaube, unsere Kunden sind da vielleicht noch unsicherer als wir, weil ich meine, wie du es gerade gesagt hast, die haben teilweise Maschinen auf den Höfen stehen, die, wie du schon sagst, 15, 20 Jahre alt sind und ihre Dienste verrichten. Und die stehen dann irgendwann an dem Punkt, okay, kann ich da dann auch einen synthetischen Kraftstoff tanken? Von daher glaube ich, geben wir ihnen wieder ein bisschen Sicherheit, wenn wir einfach ihnen mit den Maschinen, die wir anbieten, jetzt schon sagen, egal was da mal kommt in Zukunft, mit dem Traktor bist du eigentlich mit all dem, was da gerade rumprobiert wird, auf der sicheren Seite. Ja, wir gehen jetzt hier mal so ein bisschen lang. Den E100 hatten wir ja gerade schon vorgestellt. Und dann lasst uns doch einfach mal zu euren, glaube ich, PS-Flaggschiffen gehen, ja? Ja, den 1050 und der 1167 MT, glaube ich, ist es, richtig? 1167 Vario MT, ganz genau. Glaube ich, das ist ein nettes Ende, beziehungsweise da vorne ist noch eine Einzelkorn, da müssen wir noch 3 Worte drüber verlieren und dann wären wir eigentlich hier durch mit dem Stand. Aber quasi eure Top-Modelle, gibt es am 1050 eine Neuigkeit, die man jetzt verkünden kann? Ich sehe, ihr macht jetzt Reifenregeldruckanlagen auch auf Zwillinge. Ja, das können wir aber schon länger. Ja. Aber wir haben tatsächlich eine Neuigkeit am 1000, über die wir uns kurz unterhalten müssen. Die kann ich dir in der Hinterachse zeigen. Also der 1000er so kennen wir ja seit 2015, ist jetzt hier in der 3. Generation. Jetzt ist auch Fan One endlich draufgekommen oder vor ein paar Jahren schon.
Aber was jetzt wirklich neu ist, sieht man hier zwischendrin. Wir haben eine Duo-Radnabe bei 2,50 Meter. Vorher hatten wir das bei 3 Metern, dann sind wir quasi mit den Bolzen aber leider über 3,10 Meter Außenbreite gekommen. Jetzt haben wir diese Duo-Radnabe bei 2,50 Meter. Und der große Vorteil bei diesem Zwillingsreifen-Konzept ist einfach, dass wir auch die gleiche Übertragung der Drehmomente, der Kraft auch auf den Zwillingsreifen haben. Ich meine, die klassischen sonst Steckverbindungen an die Zwillingsreifen, da haben wir auf dem äußeren Rad einfach nicht das gleiche Gewicht, da haben wir auch nicht die gleiche Zugkraft drauf. Und mit dieser Duo-Radnabe, die wir jetzt hier drin haben, die auch sehr einfach zu montieren ist, sehr stressfrei, können wir die maximalen Zugkräfte auf das Zwillingsrad übertragen. Und ich meine auch zu montieren, ich weiß nicht, ob du schon mal Zwillingsräder mit so Klammern montiert hast. Regelmäßig. Es macht manchmal nicht so viel Spaß, die wieder runter zu bekommen. Hier ist es echt wirklich einfach. Ich fahre im Endeffekt mit dem inneren Reifen auf eine kleine Erhöhung, gehe außen mit dem Schlagschrauber hin und dann kann ich den Reifen einfach wegheben und das Thema ist erledigt. Also kein Verkanten, kein Ziehen. Ich meine, da hört man ja die wildesten Geschichten. Ich kann euch den Klassiker erzählen. Man fährt normalerweise da mit einem Holzbalken rauf. Man löst alle Klammern. Man hat sich quasi ein kleines Loch in die Felge geschnitten, wo ein Haken reinkommt. Dann fährt ein Tailllader ran und zieht die einmal ab. Dann macht er immer so und dann ist das Rad lose. Wenn man quasi ein bisschen geübt ist, also wir haben Zwillinge unter einer Stunde montiert und demontiert. Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Zwillinge, muss man ehrlich sagen, in der Konfiguration, wie man das hier sieht, ist auf dem deutschen Markt eher was Seltenes. Weil das kriegen wir nicht mehr hier über die Straße zugelassen. Das heißt, er müsste zum Feld fahren, Zwillinge montieren, seine Arbeit machen, wieder Zwillinge demontieren. Was in Deutschland bzw. in Mecklenburg-Vorpommern noch möglich ist, sind die 3,99 Meter. Die bekommen wir noch durch. Aber was mich dann quasi stört, und ich habe diese Kombination gefahren, der Trecker ist quasi nur mit Zwillinge was wert. Weil man fährt quasi 2 relativ schmale Reifen, damit man die 4 Meter schafft oder die unter 4 Meter schafft. Und dann, letztendlich ohne den Zwilling ist der Reifen so schmal, dass man damit quasi nicht losfährt und grubbert und irgendwelche Arbeiten verrichtet, sondern man hat einfach nur einen 600er Reifen auf einem 500, 400 PS Schlepper. Ja gut, ich meine, mit unserer Duo-Radnabe haben wir jetzt natürlich theoretisch auch die Möglichkeit, jetzt können wir auch einfach mal hingehen und uns einen 900er Reifen hier drauf vorstellen und dann über die Duo-Radnabe für, wenn es dann wirklich schwer zugeht, dann einen Zwillingsreifen hinmontieren. Aber wir haben auch mit den Standard 900er Reifen, könnten wir auch einfach so mal losfahren, wie du schon gesagt hast, und zum Grubbern fahren. Ja, so direkt daneben euer Raupenmodell und ich habe gestern Abend quasi schon mal ein bisschen mit ein paar Leuten philosophiert. Ihr seid einige der wenigen, die noch komplett an die Vollraupe festhalten. Ja? Ich sag mal, alle anderen bewegen sich ja in Richtung quasi dieses RX-Modell, Quatrac-Modell, Scion-Modell, jetzt mit diesen 4 Raupenschleppern. Ihr fahrt quasi noch neben John Deere, gibt es auch eine richtige Vollraupe bei euch. Ja, und nicht nur irgendeine Vollraupe, sondern ich würde behaupten, die Vollraupe, weil im Endeffekt ist es von Challenger, wir haben da eine Raupenhistorie seit Jahrzehnten, da steckt wirklich viel Know-how in dieser Maschine drin. Und ich meine, ein Riesenthema ist die deutlich geringeren Wartungskosten, gerade was die Bänder eben angeht. Ich meine, du kannst dir vorstellen, klar, 2 längere Bänder, aber dafür deutlich günstiger im Vergleich zu 4 kürzeren, wie bei diesen 4 Raupenmodellen, die du gerade vorher angesprochen hast. Das ist mit Sicherheit der große Vorteil. Auch die Kunden, die jetzt draußen fahren, wir haben hier auch unser Vario Drive Getriebe in der Zwischenzeit drin, aus Marktoberdorf. Die Kunden, egal wo, Nordamerika, Südamerika oder auch dann weit im Osten, die sind wirklich sehr zufrieden mit den Maschinen. Und ja. Aber man muss sagen, vom Fahrkomfort ist das Stufenlose immer das Beste. Natürlich. Also vom Fahrkomfort immer, ob es bei den Zugkräften das Beste ist, kann man ja in Frage stellen, aber quasi schon wieder, wenn es kombinierte Arbeiten sind, quasi ich brauche nicht eine feste Drehzahl, sondern nur Zugkraft oder brauche eine feste Drehzahl plus Zugkraft, ist ein Vario einfach besser dran. Natürlich, weil wir den Motor immer irgendwo in seinem Idealbereich fahren können. Das ist das Hochinteressante, was wir mit dem Vario Drive oder generell mit dem Vario Stufenlosgetriebe einfach können. Das Getriebe, habt ihr dafür ein komplett eigenes entwickelt oder benutzt ihr das vom Tausender mit? Mehr oder weniger. Also es ist im Endeffekt das ML 400, wo wir im Tausender drin haben, nur ein bisschen anders übersetzt, damit wir die enormen Zugkräfte, ich meine, wir reden ja hier über 670 PS, ne? Da musst du schon ein bisschen anders übersetzen, aber es ist der Triebsatz, den wir im Tausender drin haben. Okay, dann lasst uns mal hier einmal noch vorbeigehen und das ist so ein bisschen eine kleine spannende Sache, weil das Ding habe ich noch nie in echt fahren sehen. Du musst wissen, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern
Und bei uns fahren ganz viele R-Könige und jeder hat immer das Neueste auf dem Hof. Aber tatsächlich eine Einzelkorn von Fendt habe ich in echt noch nie gesehen und noch nie fahren sehen. Ja, wir haben hier unsere Momentum, unsere Einzelkornbrille. Die ist auch nicht für den deutschen Markt. Also die Momentum ist vor allem in Nordamerika. In Osteuropa haben wir es ja auch noch ein bisschen, aber natürlich hauptsächlich für den nordamerikanischen und südamerikanischen Markt. Das ist wirklich ein Fendt-Produkt. Das wird in Jackson gebaut. Und es sind natürlich die Precision Planting C-Aggregate drauf, die ebenfalls hier auf der Agritechnica ausgestellt sind, also quasi eine Konzernschwester von uns. Und ja, wir sind hier im Bereich der Agritechnica, wo wir einfach unsere Großmaschinen ausstellen, die dann eben auch auf anderen Kontinenten unterwegs sind. Deswegen haben wir hier den Momentum auch hergestellt, um zu zeigen, was wir sonst noch so machen. Das heißt, ich kann den gar nicht für Deutschland kaufen, wenn ich jetzt sage, ach komm, möchte ich gerne haben? Die Maschine gibt es nicht für den deutschen Markt. Das ist wirklich nur Nord-, Südamerika und ein bisschen Osteuropa. Precision Planting, wer das nicht kennt, das ist quasi von der Ablagegenauigkeit, glaube ich, die First Class, was so ein bisschen auf dem Markt ist. Quasi die beste Ablagegenauigkeit, auch in der Höhe und sowas alles. Die sind da ganz, ganz weit vorne. Aber ich glaube, für den deutschen Markt, glaube ich, vertreibt das jemand anders. Das ist ein Thema für ein anderes Video. Ja, und was Sensorik angeht, sind die schon sehr, sehr, sehr weit mit Nährstofferkennung über Sensorik etc. im Boden drin, dass die richtige Menge an Nährstoffen an der Pflanze ankommt. Das ist schon, wie du sagst, First Class. Genau, und dann würde ich sagen, dann beenden wir mal hier unseren kleinen Messerrundgang. Den Ideal, den konnte man ja auch schon mehrmals bei mir im Video sehen. Und dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen und danke dir für die nette Messetour. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.